Hallo, ich bin der Thomas und ich möchte euch meine Wohnung zeigen, die ich mit viel Liebe und Karton gestaltet habe. Kommt mit! Wir haben hier viel mit Pappe gestaltet. Mit Papier, Pappe und Karton arbeite ich schon seit meiner frühen Kindheit. Und das ist halt ein sehr vielseitiges Material. 3 mm Buchbinderkarton, das ist so mein Material, mit dem man auch sehr stabile Konstruktionen machen kann. Und Sachen, die viel tragen müssen, werden mit Holz verstärkt und von Pappe dann verkleidet. Und wenn man das entsprechend lackiert, ist das auch wasserfest. Jeder Raum hat einen eigenen Stuck. Als wir das Haus 2006 gekauft haben, war hier eine Wand mit 2 Türen und das hat das Ganze sehr eng gemacht. Das konnten wir glücklicherweise rausnehmen und das Ganze zu einem offenen Wohn-Essbereich umfunktionieren. Ich bin ja von Beruf Goldschmied. Unten ist in dem Haus ist die Goldschmiede. Wir wohnen im 1. Stock. Und eine Freundin von uns wohnt im 2. Stock, die werdet ihr auch noch kennenlernen. Wir haben erstmal die Tapeten runtergenommen, das war Raufaser, Hochglanz, Latexfarbe und haben die Haut des Hauses eigentlich so belassen, wie wir das vorgefunden haben. Die Bildergalerie, das sind alles Originale. Ich finde, Kunst ist das, was den Menschen ausmacht. Und ich lebe gerne mit Kunst. Hier sind wir im Esszimmer. Den Tisch, den habe ich auch selber aus Holzbohlen gefertigt. Und das sind 3 Baubohlen, die zu einer Platte zusammengeleimt wurden. Gehalten durch Gewindestangen, die durch das Holz gehen und dann zusammengezogen werden. Und dann mit einer Drahtbürste ist die Maserung rausgeholt. Das geht keiner hier an dem Tisch vorbei, ohne nicht einmal ihn zu streicheln. Was ich sehr faszinierend finde, ist, man kriegt einen Blick in die Struktur des Holzes. Die Lampen baue ich auch selber, auch Pappe und Stoff und Papier. Ah, das ist super. Also das Schaukeln, das finde ich so toll, das hat eine absolut euphorisierende Wirkung. Das war ein Geburtstagsgeschenk für meine Partnerin und das hat sich hier halt angeboten, die hier aufzuhängen und das ist einfach ein tolles Teil. Die Kugelbahn, das war ein Geburtstagsgeschenk. Das habe ich dann mit meinem Enkelsohn aufgebaut. Das war ein richtiges Event. War auch sehr stolz drauf. Ich stehe hier öfters mal so am Fenster, gucke raus und lasse die Kugeln rollen. Und jetzt zeige ich euch gerne mal das Wohnzimmer. Bücher gehören für mich dazu. Lesen und so, das gesprochene Wort macht den Menschen auch aus. Und haben wir hier also so gestaltet. Die Lampe ist jetzt auch von mir gebaut, auch aus Pappe mit Aluminiumdrähten. Das Bücherregal, das ist schon sehr hoch belastet mit gewichtigen Büchern. Bücher wiegen halt. Hier die Leiter, die haben wir aus einer Auflösung einer Bibliothek aus Bonn. Ich wollte schon immer mal eine Bücherwand haben mit einer Bibliotheksleiter. Das finde ich einfach nur gut. Pappe ist sehr vielseitig, wie man sieht. Man kann unglaublich viele Sachen mitmachen. Bilderrahmen, man kann Möbel draus bauen. Die Beistelltische, das ist auch ein typisches Beispiel für Zweckentfremdung. Das waren aus dem Labor Transportbehälter für Säuren und giftige Chemikalien. Die haben wir dann mit Rollen versehen und hier einen Deckel.
dass man auch mal was reintun kann, haben sich als sehr praktisch erwiesen. Als wir das Haus gekauft haben, war hier die Schiebetür verkleidet und es lag hier ein Teppichboden drin, der so hoch war, dass man die gar nicht benutzen konnte. Und sie war lackiert und alle Mechaniken waren überlackiert, die waren also nicht mehr funktionsfähig. Haben wir dann alles rausgenommen und dann funktioniert die Tür halt auch wieder. Und man kann sie sogar abschließen. Und jetzt zeige ich euch mal den Flur. Das ist auch noch so ein Fundstück. Das ist eine alte Kuhtränke. Die haben wir so als Schlüsselbord oder für Handys aufgehängt. Auch ein cooles Teil. Der Flur, der ist inspiriert von einer Comicgeschichte von François Schuiten. Das ist ein belgischer Comickünstler. Das geht um eine Baustelle, an der sie einen Würfel finden, der wächst. Und irgendwann nehmen die Leute das und bauen da Häuser dran. Und ich benutze dieses Gerüst, halt, um meine Lampen dran aufzuhängen. Und die Leute reagieren dann sehr erstaunt. Und das ist Pappe. Und weil Pappe hat irgendwas so einen Wegwerfcharakter. Und da dauerhafte, schöne Sachen draus zu machen, ist hier eher unüblich. In Japan ist das Kulturgut. Und ja, da nehme ich mir ein Vorbild an den Japanern. Das ist jetzt unser Gäste-WC. Und dieses Netzwerk wächst hier durch die Wand und kommt hier wieder an und da natürlich hängt da die Lampe dran. Das Waschbecken ist eine alte Speisbütt, eine Gummispeisbütt, die wir hier mit integriert haben. Und hier haben wir dann auch die Fahrradschläuche zweckentfremdet. Hier das Ventil mit dem Fahrradschlauch als Handtuchhalter. Und hier der Klopapierhalter ist auch aus Fahrradschlauch. Hier ist die Wandgestaltung auch aus Karton, inklusive dem Pömpel, der eine Klospülung bedient, die wirklich antiquarisch ist. Die macht ein Geräusch, das gibt es heute gar nicht mehr. Und jetzt geht es ins Schlafzimmer. Das haben wir mit einem Hochbett, das ich auch selber gebaut habe. Und Dolores sagt immer, das wäre unsere Wolke. Komfortabel mit einer Treppe, die dann gleichzeitig ein Raumwunder ist mit den ganzen Schubladen. Das Hochbett selber ist mit einem Lattenrost gemacht, nicht nur einfach eine Ablagefläche, wo eine Matratze drauf liegt. Altersgerecht. Und hier in den Nachtschränkchen, das sind Namenszüge von Dolores und mir, die wir integriert haben. Und jetzt kommen wir ins Arbeitszimmer. Das sind jetzt von meiner Partnerin, die Modedesign studiert hat, aus ihrem Studium Zeichnungen. Und hier ist dann der Krieg der Sterne-Stuck an der Decke. Konnte ich meinen Spieltrieb voll ausleben. Ich mache auch manchmal so Schmuckverpackungen oder auch Geschenkverpackungen, wo ich dann alle Pappreste quasi zusammenfüge. Und dann haben wir hier halt die Kiste mit meinen Pappresten hingestellt und ich habe wild drauf losgeklebt. Und so im Nachhinein habe ich gedacht, das ist so eine Science-Fiction-Welt, die da entstanden ist. Ich mache gerne Irritationen. Das sind alte Gepäckträger von Fahrrädern, die wir zu Regalen umgebaut haben. Was ich natürlich auch sehr witzig finde. Und jetzt kommen wir ins Badezimmer. Ein selbstgegossenes Betonwaschbecken. Und die Kiesel, die haben wir selbst am Rhein gesucht und dann gewaschen mit einem Desinfektionsmittel und hier sind die dann verarbeitet worden. Das hier ist unser grünes Zimmer, aber das zeige ich euch später. Jetzt möchte ich euch erstmal unsere Nachbarin vorstellen, die eine Etage drüber wohnt. In der Wohnung ist auch sehr viel mit Pappe gestaltet worden, aber komplett anders.
Hier im Haus stecken die Wohnungsschlüssel auf der Tür. Da können wir immer rein und raus. Hallo, kommt rein. Ich bin die Mehtap. Ich bin die Nachbarin hier in diesem Haus und eigentlich auch schon die Mitbewohnerin. Wie ihr seht, die Schlüssel stecken ja an jeder Tür. Die Wohnung hier hat denselben Grundschnitt wie unten bei Thomas und Dolores. Und ja, die wurde für mich komplett renoviert. Und ich durfte von Anfang an alles mitentscheiden. Ich mag es halt eher reduziert und eher schlichter und geradliniger. Das entspricht hier auch so komplett meinem Stil. Ich bin ja Modedesignerin. Das sind dieselben Stilelemente wie unten in der Wohnung, im Endeffekt mit dem Pappe und mit den rohen Wänden, aber viel reduzierter und viel offener und leerer. In dem Flur, die Lampen oben hat der Thomas auch für mich gestaltet, allerdings wieder sehr geradlinig, weil es gab auch andere Entwürfe, die wurden dann storniert. Das ist meine Katzentreppe, hat der Thomas auch gebaut aus Pappe und die Katzen können von dem Fenster in diesen Luftschacht und können wieder ins Treppenhaus. Das heißt, die sind hier auch komplett integriert. Hier ist auch wieder der Stuck nochmal reduzierter, nochmal geradliniger. Das Badezimmer ist auch besonders, weil der Boden aus Biberschwänzen ist. Biberschwänze sind ja wie Dachziegel, sind eigentlich Dachelemente. Und Thomas und Dolores haben die eingelegt, also richtig in Öl, sodass sie sich satt gesogen haben. Und ich finde das super schön, weil jedes Stück irgendwie ja, wie so ein kleines Bild ist. Und hier vorne ist mein Balkon, wo man dann auch direkt runter kann zu Thomas' grünen Oase. Und das ist immer sehr schön im Sommer, wenn die unten sitzen. Wenn ich hier hochkomme, dann hören wir uns schon. Und dann rufen die mich immer runter. So können wir auch, ich sag mal, kommunizieren. Thomas! Hallo Mehtap! Und hier sind wir jetzt auf dem Laufsteg mit links und rechts großen Anbauflächen. Und da werden überwiegend essbare Sachen angebaut. Basilikum, hier Gurken, Tomaten. Wir haben über 10 Tomatensorten im Anbau. Ich habe hier die Anbaufläche nach außen verlegt. Das heißt, wir können große Flächen, Anbauflächen haben, ohne dass wir uns Platz auf dem Balkon wegnehmen. Das Schöne ist, dass man von der Küche hier eigentlich direkt rausgehen kann, ernten und dann in der Küche wieder das zubereiten, Kräuter und sowas und Spinat pflanzen. Dann gehen wir mal in die Küche. Hier werden die ganzen Leckereien dann verarbeitet. Diese Arbeitsplatte, die habe ich hier in einem Stück aus Beton gegossen an Ort und Stelle, mit Überläufen und allem drum und dran. Und das ist ein Teil, das hier an Ort und Stelle auch bleiben wird. Das ist kaum an einer anderen Stelle denkbar. Und es ist einfach hier wunderbares Arbeiten. Und wenn man Gäste hat, ist man nicht in einem Küchenghetto, sondern kann noch über die Töpfe kommunizieren. Wir sind große Zweckentfremder, beispielsweise hier mit dem Gewürzregal. Das ist ein altes Scheunenfenster mit einem handgeschmiedeten Gitter. Und da ist dann meine Giftküche drin. Ja, der Herd ist auch aus Pappe gebaut mit einem 2-Komponenten-Lack. Ebenso die Dunstabzugshaube. Da habe ich eine bestehende Metallhaube ausgeschlachtet und die Teile hier integriert. Der Gag ist, dass das Teil viel leiser geworden ist. Ich sehe das und sage ich mir mal, Mann, ist das eine geile Wohnung. Also, wir haben ein Umfeld, das uns entspricht und wo wir uns wirklich richtig wohlfühlen. Das war die Roomtour durch meine Pappwelten. Wenn ihr noch andere spannende Wohnungen sehen wollt, klickt hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!